Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Es gibt Objekte, die unser Verständnis der prähistorischen Welt fundamental erschüttern. Ein solcher Gegenstand, eine unscheinbare Scheibe aus Bronze, lag über 3,5 Jahrtausende verborgen in der Erde Mitteldeutschlands. Als sie wieder ans Licht kam, offenbarte sie eine Komplexität, die man ihren Schöpfern kaum zugetraut hätte. Die älteste bekannte, konkrete Darstellung des Kosmos. Eine Sternenkarte aus Gold und Bronze, die uns heute Nacht als Wegweiser in eine tief versunkene Gedankenwelt dient. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf eine Reise in die Stille der Nacht und der Geschichte. Unsere Erzählung beginnt nicht in einem ehrwürdigen Museum oder einem staubigen Archiv, sondern im Dunkel eines Waldes, im Sommer des Jahres 1999. Auf dem Mittelberg, einer unscheinbaren Erhebung nahe der Stadt Nebra in Sachsen-Anhalt, durchdringt das monotone Piepen eines Metallsuchgeräts die abendliche Ruhe. Zwei Männer, Henry Westphal und Mario Renner, sind hier auf der Suche nach verborgenen Schätzen, angetrieben von der vagen Hoffnung auf altes Militaria oder vielleicht eine vergessene Münze. Sie sind keine Archäologen. Ihre Arbeit ist illegal, ein Akt der Plünderung, der unzählige historische Kontexte für immer zerstört. In dieser Nacht jedoch stoßen sie auf etwas, das ihre kühnsten und gierigsten Träume übertrifft. Ihr Detektor schlägt an, lauter und insistierender als sonst. Sie graben, zunächst achtlos, dann mit wachsender Aufregung. Ihre Schaufeln treffen auf Metall. Sie hebeln und zerren, und im Schein ihrer Taschenlampen kommt eine runde, grünlich patinierte Scheibe zum Vorschein, verkrustet mit der Erde von Jahrtausenden. Auf ihrer Oberfläche blitzt etwas Goldenes. Sie haben keine Ahnung, was sie in Händen halten. Für sie ist es nur ein wertvoller Fund, ein Objekt, das sich zu Geld machen lässt. Bei der rabiaten Bergung beschädigen sie die Scheibe, ein Stück des goldenen Randes bricht ab, einer der goldenen Sterne wird aus seiner Fassung gerissen. Mit ihrem Fund, der Scheibe, 2 Bronzeschwertern, einigen Beilen und Armspiralen, verlassen sie den Hügel und hinterlassen eine offene Wunde in der archäologischen Landschaft. Der Schatz, der bald als Himmelsscheibe von Nebra bekannt werden sollte, beginnt eine Odyssee durch die Schattenwelt des Schwarzmarktes. Seine wahre Bedeutung, sein unschätzbarer wissenschaftlicher Wert, ist in diesem Moment noch völlig unbekannt, verborgen unter der Gier und dem Unwissen seiner Entdecker. Lassen Sie uns das Objekt selbst betrachten, so wie es sich den ersten Experten nach seiner Sicherstellung präsentierte. Stellen Sie sich eine fast kreisrunde Platte vor, mit einem Durchmesser von etwa 32 Zentimetern, nicht viel größer als eine Langspielplatte. Ihr Gewicht beträgt etwas mehr als 2 Kilogramm. Die Grundplatte besteht aus Bronze, einer Legierung aus Kupfer und Zinn. Über die Jahrtausende im Erdreich hat sich eine türkisgrüne Patina gebildet, ein Mantel der Zeit, der die Oberfläche schützt und ihr eine geheimnisvolle Tiefe verleiht. In diese Bronzeplatte sind dünne Goldbleche eingelegt, eine Technik, die als Tauschierung bekannt ist. Diese goldenen Applikationen sind es, die dem Objekt seine Seele und seine Bedeutung verleihen. Wir sehen zunächst 32 kleine, runde Goldpunkte, die wie Sterne am Nachthimmel verstreut sind. Eine eng beieinander liegende Gruppe von 7 Punkten fällt besonders ins Auge.
Daneben dominieren zwei große Symbole die Komposition. Eine massive goldene Scheibe, die entweder die Sonne oder den Vollmond darstellt, und eine sichelförmige Goldapplikation, unverkennbar eine Mondsichel. Die Materialien selbst erzählen eine eigene Geschichte. Analysen haben ergeben, dass das Kupfer für die Bronze aus den Alpen stammt, vermutlich aus der Region des heutigen Österreich. Das Gold hingegen hat eine andere Herkunft. Seine Spuren führen nach Cornwall, in den Südwesten Englands, zum Fluss Canon. Dies allein ist schon eine Sensation. Es beweist ein weitreichendes Handels- und Kommunikationsnetzwerk, das vor über 3600 Jahren Europa durchzog, von den Zinnminen in England bis zu den Kupfervorkommen der Alpen. Die Himmelsscheibe ist also nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein Zeugnis einer vernetzten, bronzezeitlichen Welt. Die Handwerkskunst ist bemerkenswert. Die Goldbleche sind präzise geschnitten und nahtlos in die sorgfältig vorbereiteten Vertiefungen der Bronzeplatte eingepasst. Es ist die Arbeit eines Meisters, eines Menschen mit tiefem Wissen über Metallurgie und einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik und Symbolik. Richten wir unseren Blick nun auf ein Detail, das den Schlüssel zu einem tieferen Verständnis der Scheibe liefert. Die Gruppe von 7 eng beieinander stehenden goldenen Punkten. Für jeden, der den Nachthimmel auch nur gelegentlich beobachtet, ist diese Anordnung vertraut. Es ist das Siebengestirn, auch bekannt als die Plejaden. Dieser offene Sternhaufen im Sternbild Stier ist mit bloßem Auge sichtbar und hat die Menschen seit Anbeginn der Zeit fasziniert. In fast allen Kulturen der Welt spielen die Plejaden eine bedeutende Rolle in Mythologie, Zeitmessung und Landwirtschaft. Ihre Darstellung auf der Himmelsscheibe ist kein Zufall und keine rein dekorative Geste. Sie ist ein präziser astronomischer und kalendarischer Code. In der Bronzezeit, lange vor der Erfindung schriftlicher Kalender, war die Beobachtung des Himmels überlebenswichtig. Der Lauf der Gestirne diktierte den Rhythmus des Lebens, insbesondere den der Landwirtschaft. Das Erscheinen und Verschwinden bestimmter Sternbilder am Horizont markierte die richtigen Zeitpunkte für Aussaat und Ernte. Die Plejaden waren hierbei ein entscheidender Indikator. Ihr letztes Sichtbarwerden am Abendhimmel im Frühling, etwa im März, signalisierte den Bauern in Mitteleuropa, dass es Zeit war, das Saatgut auszubringen. Ihr erstes Wiedererscheinen am Morgenhimmel im Herbst, ungefähr im Oktober, war das Zeichen, die Ernte einzubringen, bevor der Winter kam. Diese Regel ist erstaunlich universell. Der griechische Dichter Hesiod schrieb um 700 vor Christus in seinem Werk Werke und Tage fast die gleichen Anweisungen nieder. Die Darstellung der Plejaden auf der Himmelsscheibe von Nebra verankert das Objekt fest im praktischen Leben der Menschen. Es ist keine abstrakte mythologische Karte, sondern ein landwirtschaftliches Instrument, ein Bauernkalender aus Bronze und Gold. Die 7 Sterne sind ein Versprechen. Das Versprechen auf eine neue Saat, auf eine reiche Ernte, auf das Fortbestehen des Lebens im ewigen Zyklus der Jahreszeiten. Neben den Sternen erkennen wir die beiden dominantesten Himmelskörper, die unseren Tag und unsere Nacht bestimmen: die Sonne und den Mond. Auf der Scheibe sind sie durch 2 große Goldapplikationen repräsentiert. Die eine ist eine volle, kreisrunde Scheibe, die andere eine deutliche Sichel. Es herrscht unter Forschern ein kleiner Disput darüber, ob die runde Scheibe die Sonne oder den Vollmond darstellt. Aus kosmologischer Sicht ist diese Frage vielleicht gar nicht so entscheidend. Beide, Sonne und Vollmond, beherrschen den Himmel als leuchtende, runde Körper. Ihre gemeinsame Darstellung mit der Mondsichel verweist
auf die fundamentalen Zyklen, die das menschliche Zeitverständnis seit jeher prägen. Der Wechsel von Tag und Nacht, regiert durch den Auf- und Untergang der Sonne. Der monatliche Zyklus, bestimmt durch die Phasen des Mondes, von der schmalen Neullichtsichel über den strahlenden Vollmond bis zum erneuten Verschwinden. Diese Symbole auf der Himmelsscheibe sind die Bausteine der Zeitmessung. Sie repräsentieren die erste und grundlegendste Ebene der kosmischen Ordnung, die die Menschen der Bronzezeit verstanden und systematisiert hatten. Es ist die Darstellung des Himmels, wie er sich jedem Beobachter darbietet, eine universelle Erfahrung. Die Kombination dieser Elemente, die verstreuten Sterne, die spezifische Gruppe der Plejaden, die Sonne und der Mond, ist jedoch weit mehr als nur eine Abbildung. Es ist die Visualisierung eines Systems. Ein System, das es ermöglichte, den Sonnenkalender mit dem Mondkalender in Einklang zu bringen. Die Menschen, die dieses Objekt schufen, versuchten nicht nur den Himmel abzubilden, sie versuchten seine Regeln zu verstehen und nutzbar zu machen. Sie erkannten die Muster, die Regelmäßigkeiten im scheinbaren Chaos des Firmaments. Die Himmelsscheibe ist somit ein intellektuelles Monument. Sie zeugt vom menschlichen Geist, der Ordnung in der Natur sucht, der versucht, die Welt durch Beobachtung und Abstraktion zu begreifen. Sie ist der früheste bekannte Versuch, die komplexe Mechanik des Kosmos in einem einzigen, greifbaren Objekt zu kodifizieren. In der Stille der Werkstatt, unter dem Schein von Kienspänen, erfuhr die Scheibe ihre nächste, tiefgreifende Verwandlung. Nach ihrer ursprünglichen Konzeption als Abbild des nächtlichen Firmaments wurde sie nun zu einem Instrument, das den Himmel mit der Erde verband. Zwei elegante, sichelförmige Bögen aus Gold wurden an den gegenüberliegenden Rändern angebracht. Diese neuen Elemente waren keine Darstellung von Himmelskörpern, sondern eine Abstraktion des Horizonts selbst. Sie waren eine Kodierung der Zeit, eine Kalibrierung des Jahreslaufs. Archäoastronomen haben mit akribischer Präzision nachgewiesen, dass der von diesen Bögen aufgespannte Winkel von etwa 82 Grad kein Zufall ist. Er entspricht exakt dem Bereich, in dem die Sonne über dem Horizont am Fundort, dem Mittelberg bei Nebra, im Laufe eines Jahres auf- und untergeht. Der eine Bogen markiert den Sonnenaufgang, der andere den Sonnenuntergang. Die Endpunkte der Bögen definieren die Wendepunkte des Jahres, die Sommer- und die Wintersonnenwende. Plötzlich war die Scheibe nicht mehr nur ein passives Porträt der Sterne. Sie war zu einem interaktiven Werkzeug geworden. Man konnte sie am Horizont ausrichten und den Lauf der Sonne verfolgen. Sie gab die Antwort auf eine der fundamentalsten Fragen bronzezeitlicher Gesellschaften. Wann ist der längste Tag? Wann beginnt die unerbittliche Kälte des Winters? Dieses Wissen war Macht. Es war die Grundlage für die Landwirtschaft, für die Planung von Aussaat und Ernte. Es war entscheidend für die Festlegung religiöser Feste, die den ewigen Zyklus von Tod und Wiedergeburt der Natur feierten. Die Himmelsscheibe von Nebra wurde durch diese Ergänzung zu einem präzisen Kalender, einem Kompendium kosmischen Wissens, das es einer Elite von Priestern oder Häuptlingen ermöglichte, die Zeit zu beherrschen und damit ihre Gemeinschaft zu führen. Es war ein monumentaler intellektueller Sprung, der hier in Bronze und Gold verewigt wurde. Nachdem die Scheibe ihre Funktion als astronomisches Instrument gefestigt hatte, erhielt sie eine weitere, zutiefst symbolische Ergänzung. Zwischen den beiden Horizontbögen wurde ein drittes goldenes Objekt appliziert. Es ist kleiner, stärker gekrümmt und mit feinen, parallelen Linien verziert,
die eine schraffierte Textur erzeugen. Dieses Element stellt keine beobachtbare Himmelserscheinung dar. Es ist die Ankunft des Mythos, die Visualisierung einer Glaubensvorstellung. Forscher sind sich weitgehend einig, dass es sich um die Darstellung einer Sonnenbarke handelt. Dieses Bild ist ein mächtiges, kulturübergreifendes Symbol, das wir aus vielen alten Zivilisationen kennen, prominent aus dem alten Ägypten, wo der Sonnengott Ra jede Nacht auf seiner Barke durch die Unterwelt reist, um am nächsten Morgen wiedergeboren zu werden. Auch in der nordischen Mythologie finden sich ähnliche Vorstellungen. Die Anbringung der Barke auf der Himmelsscheibe transformiert das Objekt erneut. Es ist nun nicht mehr nur ein wissenschaftlicher Kalender, sondern auch ein religiöses Artefakt, ein Amulett, das eine kosmische Geschichte erzählt. Es erklärt nicht nur, wann die Sonne auf und untergeht, sondern auch warum. Die Barke symbolisiert die nächtliche Reise der Sonne durch die Dunkelheit, eine gefährliche Passage, die jeden Morgen aufs Neue den Sieg des Lichts über die Finsternis bedeutet. Sie ist ein Versprechen der Wiederkehr, ein Symbol für den ewigen Kreislauf des Lebens. Die Scheibe wird zu einem heiligen Text, der die Ordnung des Universums sowohl physikalisch als auch metaphysisch abbildet. Sie versichert den Menschen, dass nach jeder Nacht ein Tag folgt, nach jedem Winter ein Frühling. Die feinen Schraffuren auf dem Gold könnten Federn oder die Planken eines rituellen Schiffes darstellen, das die Sonne sicher durch die unsichtbaren Wasser des Nachthimmels trägt. Mit diesem Element wird die Scheibe zu einem vollständigen Weltbild, das Wissen und Glauben, Beobachtung und Mythos in einem einzigen, vollkommenen Objekt vereint. Die Geschichte der Himmelsscheibe ist eine Geschichte der Veränderung, der Anpassung und der Neudeutung. Ihre letzte bekannte Modifikation in der Bronzezeit ist vielleicht die rätselhafteste und markiert einen weiteren Wandel in ihrer Funktion. Entlang des gesamten Umfangs der Scheibe wurden, vermutlich kurz bevor sie vergraben wurde, 39 bis 40 kleine, gleichmäßige Löcher gebohrt. Diese Perforation durchbricht die zuvor sorgfältig komponierte Oberfläche und scheint einem neuen Zweck zu dienen. Wozu diese Löcher? Die Theorien sind vielfältig und geben Einblick in die sich wandelnde Rolle des Objekts. Eine plausible Erklärung ist, dass die Löcher dazu dienten, die Scheibe an einem Träger zu befestigen. Vielleicht an einem hölzernen Stab oder einem Altar. Dies würde bedeuten, dass sie von einem handgehaltenen Instrument zu einem stationären oder prozessionalen Objekt wurde, einem Insignium der Macht, das bei wichtigen Zeremonien zur Schau gestellt wurde. Es ist denkbar, dass das präzise astronomische Wissen, das zu ihrer Herstellung führte, über die Generationen verblasste. Die Scheibe könnte sich von einem Werkzeug der Wissensgewinnung zu einem reinen Symbol für dieses Wissen gewandelt haben, ein heiliges Erbstück, dessen ursprüngliche Funktion nicht mehr vollständig verstanden, aber zutiefst verehrt wurde. Eine andere faszinierende Hypothese sieht in den Löchern eine Art Kalenderzähler, bei dem ein Stift von Loch zu Loch bewegt wurde, um die Tage zwischen bestimmten Mondphasen oder Sonnenereignissen zu zählen. Diese letzte Phase ihrer Nutzung zeigt uns, dass solche Objekte kein statisches Dasein führen. Ihre Bedeutung ist fließend, geformt von den Bedürfnissen und dem Weltbild der Menschen, die sie benutzen. Die Himmelsscheibe von Nebra begann als eine Karte der Sterne, wurde zu einem Sonnenkalender, dann zu einem mythischen Kompendium und endete möglicherweise als ein heiliges Banner oder ein ritueller Zähler. Jede Schicht,
Jedes hinzugefügte oder veränderte Element ist wie ein Satz in einem langen, komplexen Text, der uns über Jahrhunderte hinweg von der geistigen Reise seiner Schöpfer erzählt. Um die Himmelsscheibe wirklich zu verstehen, müssen wir sie aus ihrer isolierten Faszination lösen und in die Welt einbetten, die sie hervorgebracht hat. Dies war das Reich der Aunjetitzer Kultur, einer blühenden und einflussreichen Gesellschaft, die um 2200 bis 1600 vor Christus das Herz Europas prägte. Die Menschen der Aunjetitzer Kultur waren keine primitiven Stämme, die in den Wäldern hausten. Sie waren meisterhafte Metallurgen, weitreisende Händler und die Architekten einer komplexen, hierarchischen Gesellschaft. Ihre Siedlungen waren oft befestigt. Ihre Gräber zeugen von einem tiefen Glauben an ein Leben nach dem Tod und von deutlichen sozialen Unterschieden. Mächtige Fürsten oder Häuptlinge wurden in monumentalen Grabhügeln beigesetzt, ausgestattet mit kostbaren Beigaben. Waffen aus Bronze, Schmuck aus Gold und Bernstein und einzigartige Keramiken. Die Bronze, das Hightech-Material ihrer Zeit, war die Grundlage ihres Wohlstands. Die Legierung aus Kupfer und Zinn erforderte nicht nur technisches Know-how, sondern auch weitreichende Handelsnetzwerke. Das Kupfer kam oft aus den Alpen, das Zinn musste über Hunderte, wenn nicht Tausende von Kilometern aus Regionen wie dem heutigen Cornwall in England importiert werden. Analysen des Goldes auf der Himmelsscheibe selbst bestätigen dieses Bild. Es stammt aus verschiedenen Quellen, darunter dem Fluss Carnon in Cornwall und den Karpaten. Die Aunjetitzer Welt war vernetzt. Ideen, Waren und Wissen flossen entlang der großen Flüsse Europas, von der Ostsee bis zum Mittelmeer. In diesem Schmelztiegel der Kulturen entstand die Himmelsscheibe. Sie war kein Zufallsprodukt, sondern der Gipfelpunkt des Wissens und Könnens ihrer Zeit. Sie vereinte die astronomischen Kenntnisse, die möglicherweise über Generationen gesammelt wurden, mit der höchsten metallurgischen Kunstfertigkeit und den kostbarsten Materialien, die durch Handel erreichbar waren. Die Scheibe ist somit das ultimative Statussymbol eines Aunjetitzer Fürsten, ein Objekt, das nicht nur Reichtum, sondern auch die Beherrschung des Kosmos und der Zeit selbst demonstrierte. Betrachten wir die Himmelsscheibe nicht nur als kosmisches Symbol, sondern als ein Meisterwerk der Metallurgie, offenbart sich eine weitere Ebene ihrer tiefen Bedeutung. Ihre physische Zusammensetzung ist eine Geschichte für sich, eine Erzählung von weiten Reisen, seltenen Ressourcen und einem Wissen, das an Alchemie grenzt. Die Scheibe besteht aus Bronze, einer Legierung, die eine ganze Epoche definierte. Doch diese Bronze ist nicht irgendeine Bronze. Analysen der Bleiisotope im Kupfer verraten uns seine Herkunft mit erstaunlicher Präzision. Das Kupfer für die Scheibe wurde nicht lokal abgebaut, sondern stammt aus der Mitterbergregion in den österreichischen Alpen, Hunderte von Kilometern entfernt. Dies allein zeugt von einem etablierten und weitreichenden Handelsnetzwerk, das in der Lage war, schwere Rohstoffe über Berge und durch Täler zu transportieren. Noch erstaunlicher ist die Herkunft des Goldes, das die Himmelsobjekte so brillant darstellt. Isotopenanalysen führen uns an einen noch entfernteren Ort, den Fluss Carnon in Cornwall, an der südwestlichsten Spitze Englands. Und von dort, so wird vermutet, stammte auch das für die Bronzelegierung unerlässliche Zinn. Cornwall war in der Antike eine der wenigen und mit Abstand reichsten Zinnquellen Europas. Die Schöpfer der Scheibe kombinierten also Kupfer aus dem Herzen der Alpen mit Gold und Zinn von den nebligen Küsten des Atlantiks.
Dies war keine zufällige Mischung, sondern die gezielte Vereinigung der wertvollsten und technologisch fortschrittlichsten Materialien ihrer bekannten Welt. Der Prozess selbst war eine Kunstform. Die Herstellung einer so gleichmäßigen, dünnen Bronzeplatte erforderte immense Geschicklichkeit. Das Auftragen der dünnen Goldfolien mittels Feuereinlegearbeit war eine Technik von höchster Raffinesse. Die dunkle, fast schwarze Patina der Scheibe, die die goldenen Sterne so dramatisch hervorhebt, könnte sogar das Ergebnis einer bewussten chemischen Behandlung gewesen sein, um den Nachthimmel zu imitieren. Die Schöpfer waren nicht nur Handwerker. Sie waren Meister der Elemente, die Erze aus der Erde nahmen und sie in ein Abbild des Himmels verwandelten. Jedes Atom der Scheibe ist ein Zeuge für die vernetzte Welt der Bronzezeit und das tiefe, fast magische Verständnis ihrer Materialwissenschaftler. Ein Artefakt von solcher kosmischer Bedeutung wird nicht einfach zufällig in der Erde vergraben. Der Ort seiner Niederlegung ist Teil seiner Geschichte, ein integraler Bestandteil seines Zwecks. Die Himmelsscheibe wurde auf dem Gipfel des Mittelbergs bei Nebra gefunden, einem Ort, der sich bei genauerer Untersuchung als alles andere als gewöhnlich erweist. Der Berg bietet eine fast perfekte 360-Grad-Rundumsicht auf den Horizont, eine grundlegende Voraussetzung für Himmelsbeobachtungen. Doch die bronzezeitlichen Menschen überließen nichts dem Zufall. Archäologische Untersuchungen auf dem Plateau des Mittelbergs enthüllten die Überreste einer einst beeindruckenden Anlage. Eine Ringmauer aus Erde und Holz umgab den Gipfel und schuf einen heiligen, abgegrenzten Raum. Diese Mauer war jedoch mehr als nur eine Befestigung. Sie war ein Instrument. Von einem bestimmten Punkt im Zentrum der Anlage aus betrachtet, markieren zwei künstliche Lücken oder Tore in der Mauer exakt die Punkte am Horizont, an denen die Sonne am Tag der Sommer- und der Wintersonnenwende untergeht. Im Norden bot der massive Brocken, der höchste Berg des Harzes, einen natürlichen Fixpunkt am Horizont. Der Mittelberg war also nicht nur ein Berg, er war ein präzise kalibriertes Sonnenobservatorium. Hier versammelten sich die Menschen, um die Wendepunkte des Jahres zu bestimmen, die für ihre landwirtschaftlichen Zyklen, ihre Feste und ihr gesamtes Weltverständnis von entscheidender Bedeutung waren. Und hier schließt sich der Kreis zur Himmelsscheibe. Die goldenen Horizontbögen, die später hinzugefügt wurden, umspannen einen Winkel von etwa 82 Grad. Dies ist kein zufälliger Wert. Es ist exakt der Winkel, den die untergehende Sonne am Horizont zwischen der Winter- und der Sommersonnenwende zurücklegt, aber nur auf dem Breitengrad des Mittelbergs. Die Scheibe ist somit eine tragbare, miniaturisierte Version des Observatoriums. Sie ist das Handbuch zu dem steinernen Instrument auf dem Berg. Ihre Deponierung an diesem Ort, zusammen mit Schwertern, Beilen und Armspiralen, war kein bloßes Verstecken. Es war eine rituelle Handlung, eine Opfergabe, die das himmlische Wissen dorthin zurückbrachte, wo es beobachtet und verstanden wurde und es der Erde und den Göttern anvertraute. Die Herkunft der Metalle der Himmelsscheibe, Kupfer aus den Alpen, Zinn und Gold aus Cornwall, zeichnet die Karte einer vernetzten Welt, deren Ausmaß wir erst langsam zu verstehen beginnen. Die Bronzezeit war keine Epoche isolierter Stämme, sondern eine Ära internationaler Beziehungen, angetrieben durch den unstillbaren Bedarf an Rohstoffen, insbesondere an Zinn. Zinn war das Silizium der Bronzezeit, selten, strategisch entscheidend und der Schlüssel zu fortschrittlicher Technologie. Ohne Zinn gab es keine Bronze, keine besseren Waffen, keine stabileren Werkzeuge.
Die Kontrolle der Zinnrouten bedeutete Macht und Reichtum. Von den Minen in Cornwall aus wurde das wertvolle Metall wahrscheinlich als Barren über den Ärmelkanal verschifft und dann über die Flusssysteme Galliens, wie die Seine und die Rhone, tief ins Innere des Kontinents transportiert. Von dort aus führten alte Pfade über die Alpenpässe oder entlang der Donau in die Zentren Mitteleuropas, wo die Unetize-Kultur blühte. Die Fürsten dieser Kultur, die wahrscheinlich die Auftraggeber der Himmelsscheibe waren, saßen an einem Knotenpunkt dieser Handelsströme. Sie kontrollierten nicht nur den Zugang zu den Kupferminen der Alpen, sondern auch die Verteilung des Zinns aus dem fernen Westen. Doch auf diesen Wegen reisten nicht nur Metalle. Mit den Händlern und ihren Karawanen reisten Ideen, Technologien, Mythen und Wissen. Ein Schmied in Germanien konnte von Techniken lernen, die in Britannien entwickelt wurden. Ein Astronom an der Saale konnte von Beobachtungen hören, die an der Atlantikküste gemacht wurden. Dieses Netzwerk des Wissensaustauschs ist vielleicht das wichtigste Erbe dieser Zeit. Die Himmelsscheibe ist das ultimative Produkt dieses Netzwerks. Sie vereint nicht nur Materialien aus den entlegensten Winkeln des bekannten Europas, sondern auch das akkumulierte Wissen über Metallurgie und Astronomie. Sie ist ein Beweis dafür, dass die Menschen der Bronzezeit keine primitiven Barbaren waren, sondern Akteure auf einer internationalen Bühne, die in der Lage waren, komplexe, logistische und intellektuelle Herausforderungen zu meistern. Die Scheibe ist ein Symbol für die erste große Globalisierungswelle auf europäischem Boden. Wenn wir die kosmologische Symbolik der Himmelsscheibe betrachten, insbesondere die prominente Darstellung der Plejaden, drängt sich eine faszinierende, aber heikle Frage auf. Gibt es eine Verbindung zu den älteren, hochentwickelten Kulturen des Nahen Ostens? Im Zweistromland, in Mesopotamien, hatten die Sumerer und Babylonier bereits eine jahrtausendealte Tradition der Himmelsbeobachtung. Lange vor 1900 vor Christus führten sie akribisch Buch über die Bewegungen der Sterne und Planeten, entwickelten komplexe Kalendersysteme und schufen die Grundlagen der Astrologie und Astronomie. Auch für sie waren die Plejaden, die sie Em-Ul-Punt-Mul nannten, von zentraler Bedeutung. Ihr heliakischer Aufgang, also ihr erstes Erscheinen am Morgenhimmel nach einer Phase der Unsichtbarkeit, markierte den Beginn des landwirtschaftlichen Jahres und wichtiger religiöser Feste. Die Ähnlichkeit in der Bedeutung dieses speziellen Sternhaufens in zwei so weit voneinander entfernten Kulturen ist verblüffend. Könnte dies ein reiner Zufall sein? Es ist möglich. Die Plejaden sind mit bloßem Auge gut sichtbar und ihre jährliche Wiederkehr ist ein universelles Phänomen. Jede Kultur, die den Himmel beobachtet, wird ihnen eine Bedeutung beimessen. Doch wir dürfen auch die Möglichkeit eines Wissenstransfers nicht gänzlich ausschließen. Wir haben bereits die weitreichenden Handelsnetzwerke für Metalle wie Zinn und Kupfer etabliert. Es ist denkbar, dass auf denselben Wegen, vielleicht über viele Zwischenstationen im östlichen Mittelmeerraum und auf dem Balkan, auch astronomische Konzepte als fernes Echo nach Mitteleuropa gelangten. Es wäre kein direkter Import von Wissen, keine Kopie babylonischer Keilschrifttafeln, sondern eher eine fragmentarische Übermittlung von Ideen, die Wichtigkeit eines bestimmten Sternbildes, die Notwendigkeit, den Mondzyklus mit dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen. Dies ist eine Gratwanderung. Wir müssen uns davor hüten, die Eigenständigkeit der europäischen Bronzezeitkulturen zu unterschätzen. Die Himmelsscheibe ist unbestreitbar ein einzigartiges, lokales Produkt, perfekt zugeschnitten
auf den Breitengrad des Mittelbergs. Doch sie existiert nicht in einem Vakuum. Sie könnte das Ergebnis einer brillanten lokalen Synthese sein, die universelle Himmelsphänomene mit Impulsen aus einer fernen, älteren Wissenswelt verband. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, in einem komplexen Geflecht aus unabhängiger Entdeckung und dem leisen Widerhall uralten Wissens aus dem Zweistromland. Jedes alte Artefakt, das die Jahrtausende überdauert, trägt Narben. Doch die Wunden der Himmelsscheibe von Nebra erzählen eine besonders dramatische Geschichte. Eine Geschichte von brutaler Entdeckung und akribischer Heilung durch die Wissenschaft. Als die Raubgräber die Scheibe aus der Erde rissen, taten sie dies nicht mit der Sorgfalt eines Archäologen, sondern mit der groben Gewalt eines Schatzsuchers. Ein scharfer Spaten traf den Rand und schlug ein Stück heraus, wobei einer der goldenen Sterne für immer verloren ging. Ein weiterer Hieb hinterließ eine tiefe Kerbe, eine klaffende Wunde im bronzenen Himmel. Dies waren die ersten, rohen Verletzungen, die dem Objekt zugefügt wurden. Doch um ihre Authentizität zweifelsfrei zu beweisen, musste die Wissenschaft der Scheibe weitere, weitaus präzisere Wunden zufügen. Forscher entnahmen winzige Proben des Metalls, mikroskopisch kleine Partikel von der Oberfläche und aus dem Inneren. Jeder dieser Eingriffe war eine kalkulierte Verletzung, ein notwendiges Opfer auf dem Altar der Wahrheit. Mittels Röntgenfluoreszenzanalyse wurde die genaue Zusammensetzung der Bronze und des Goldes bestimmt. Die Ergebnisse waren eine Offenbarung. Das Kupfer stammte eindeutig aus den Minen am Mitterberg in den österreichischen Alpen. Das Gold, so zeigten Spurenelemente, kam aus dem Carnon-Fluss in Cornwall, England. Das Zinn, ein entscheidender Bestandteil der Bronze, wurde im Erzgebirge abgebaut. Die Scheibe war kein lokales Produkt, sondern das Ergebnis eines europaweiten Netzwerks aus Handel und Handwerk. Die entscheidende Bestätigung lieferte jedoch die Patina, die grünliche Korrosionsschicht, die sich über 3600 Jahre gebildet hatte. Ihre einzigartige kristalline Struktur, über Jahrtausende unter der Erde gewachsen, war unmöglich zu fälschen. Die chemischen Signaturen waren wie ein Fingerabdruck der Zeit selbst. So wurden die Wunden der Scheibe, die groben der Plünderer und die feinen der Wissenschaftler letztlich zu Siegeln ihrer Echtheit. Jede Narbe, jede Probeentnahme erzählte einen Teil ihrer langen Reise und bestätigte ihren unschätzbaren Wert als authentisches Fenster in unsere ferne Vergangenheit. Die Himmelsscheibe von Nebra ist weit mehr als nur ein schönes Objekt oder ein Symbol für den Kosmos. Sie ist ein hochpräzises landwirtschaftliches Instrument, ein Kalender, der den Rhythmus von Leben und Tod, von Saat und Ernte regelte. Im Zentrum dieser Funktion steht eine unscheinbare Ansammlung von 7 goldenen Punkten, eng beieinander gruppiert. Für Astronomen und Historiker ist ihre Identität eindeutig: das Siebengestirn, die Plejaden. Dieser Sternhaufen war in unzähligen alten Kulturen auf der ganzen Welt ein entscheidender Himmelsmarker. Sein Erscheinen und Verschwinden am Nachthimmel kündigte den Wechsel der Jahreszeiten an. Die Schöpfer der Scheibe hatten eine komplexe, aber lebenswichtige Regel in ihr Design eingewoben. Im Frühling, etwa Anfang März, wenn die schmale Sichel des Neumondes neben den gerade am Abendhimmel wieder sichtbaren Plejaden stand, war das kosmische Signal gegeben. Es war Zeit, die Saat in die Erde zu bringen. Dieser Moment markierte das Ende des winterlichen Hungers und den Beginn des neuen Lebenszyklus. Umgekehrt galt eine Regel für den Herbst. Wenn im Oktober der Vollmond in Konjunktion mit den Plejaden am Himmel stand,
war die Zeit der Ernte gekommen. Die Felder mussten abgeräumt, die Vorräte für den langen, dunklen Winter gesichert werden. Diese sogenannte Schaltregel war von unschätzbarem Wert. In einer Gesellschaft ohne Schrift und gedruckte Kalender war die Fähigkeit, diese entscheidenden Zeitpunkte präzise zu bestimmen, der Schlüssel zum Überleben. Ein Fehler von wenigen Wochen konnte eine ganze Ernte gefährden und zu Hungersnöten führen. Die Scheibe war somit kein abstraktes astronomisches Lehrbuch, sondern ein Handbuch für das Leben selbst. Sie synchronisierte die Arbeit der gesamten Gemeinschaft und band sie in den großen, verlässlichen Zyklus des Kosmos ein. Sie verband das Schicksal der Menschen auf der Erde direkt mit dem Tanz der Gestirne am Himmel und sorgte dafür, dass der Rhythmus der Saat und Ernte im Einklang mit den Sternen schlug. Wenn wir die Himmelsscheibe nur als astronomisches Werkzeug betrachten, übersehen wir eine tiefere, spirituelle Dimension. Für die Menschen der Bronzezeit war der Himmel kein mechanisches Uhrwerk, sondern die Wohnstatt der Götter, eine Bühne für Mythen und kosmische Dramen. Die Scheibe ist daher nicht nur eine Sternenkarte, sondern auch ein heiliges Ikon, ein Fragment einer längst vergessenen Religion. Jedes Element auf ihrer Oberfläche war wahrscheinlich mit einer tiefen symbolischen Bedeutung aufgeladen. Die große goldene Kugel könnte die Sonne darstellen, vielleicht eine allmächtige Sonnengottheit, die Leben und Wärme spendet. Die Mondsichel wäre ihr Gegenstück, eine Gottheit der Nacht, der Zyklen und der Veränderung. Doch das vielleicht faszinierendste religiöse Symbol ist der zweite goldene Bogen, der später hinzugefügt wurde und oft als Sonnenbarke interpretiert wird. Dieses Motiv einer himmlischen Barke, die die Sonne über den Himmel transportiert, ist kein lokales Phänomen. Wir finden es in der hochentwickelten Mythologie Ägyptens, wo der Gott Ra jeden Tag in seiner Sonnenbarke die Welt durchquert. Wir finden es auch in Felsritzungen in Skandinavien aus derselben Epoche. Dies deutet auf einen gemeinsamen, weit verbreiteten indoeuropäischen Glauben hin. Die Vorstellung einer täglichen kosmischen Reise. Die beiden Horizontbögen am Rand der Scheibe könnten in diesem Kontext die Tore von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang symbolisieren. Die Punkte, an denen die Barke ihre Reise beginnt und beendet. Die Scheibe würde somit nicht nur die Position der Gestirne zeigen, sondern eine vollständige mythologische Erzählung abbilden. Die ewige Reise der Sonne durch den Taghimmel und vielleicht auch durch die Unterwelt bei Nacht. Selbst die Plejaden waren mehr als nur Kalendermarken. In vielen Mythologien gelten sie als 7 Schwestern oder göttliche Wesen. Die Himmelsscheibe von Nebra ist somit ein tragbares Heiligtum, ein Miniaturkosmos, der sowohl die Ordnung des Universums als auch die Götter, die es bewohnen, darstellt. Sie ist ein flüchtiger Blick in die Seele einer Kultur, deren Gebete und Gesänge im Wind der Zeit verweht sind. In jeder Gesellschaft ist Wissen Macht. In der Bronzezeit Europas war das Wissen über die Zyklen des Himmels die ultimative Form der Macht. Die Himmelsscheibe von Nebra war daher nicht nur ein Kalender oder ein religiöses Objekt, sie war ein potentes Instrument zur Ausübung und Legitimierung von Herrschaft. Derjenige, der die Scheibe besaß und ihre Geheimnisse verstand, sei es ein Fürst, ein Priester oder ein Schamane, hielt den Schlüssel zur Ordnung der Welt in seinen Händen. Diese Person konnte den exakten Zeitpunkt für die Aussaat befehlen und damit den Erfolg der Ernte und das Überleben der Gemeinschaft sichern.
Sie konnte den Beginn religiöser Feste verkünden, die das soziale Leben strukturierten und die Gunst der Götter sichern sollten. Diese Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen und die wichtigsten Ereignisse des Jahres zu bestimmen, war keine bloße administrative Aufgabe. Sie wurde als Beweis für eine besondere Verbindung zum Göttlichen wahrgenommen. Der Besitzer der Scheibe war nicht einfach nur ein Anführer. Er war ein Mittler zwischen der irdischen und der himmlischen Sphäre. Seine Autorität basierte nicht auf reiner Gewalt, sondern auf heiligem, exklusivem Wissen. Die Kostbarkeit der Materialien, importiertes Gold auf seltener Bronze, unterstrich bereits den hohen Status des Objekts und seines Eigentümers. Doch seine Funktion erhob ihn weit über gewöhnliche Stammesführer. Das Wissen, das die Scheibe verkörperte, war mit Sicherheit ein streng gehütetes Geheimnis, das nur einer kleinen Elite zugänglich war. Es schuf eine klare Trennung zwischen den Wissenden und den Unwissenden, den Herrschern und den Beherrschten. Die öffentliche Konsultation der Scheibe muss ein beeindruckendes Ritual gewesen sein. Man stelle sich vor, wie der Fürstpriester bei Dämmerung auf einem Hügel steht, die Scheibe gegen den Himmel hält und vor seinem versammelten Volk den Willen der Götter und den Lauf der Zeit verkündet. In diesem Moment war die Scheibe mehr als Bronze und Gold. Sie war ein Zepter, ein Symbol der Ordnung und ein unanfechtbares Mandat zur Macht, das die himmlische Hierarchie auf die irdische Gesellschaft übertrug. Warum vergräbt man ein solches Meisterwerk? Warum wird ein Instrument von unschätzbarem Wert, ein Kompendium kosmischen Wissens, der Erde anvertraut? Diese Frage führt uns weg von der Astronomie und hinein in die spirituelle Welt der Bronzezeit. Die Deponierung der Himmelsscheibe von Nebra war kein Akt des Versteckens aus Angst vor Plünderern. Es war ein hochgradig ritueller Akt, ein bewusstes Begräbnis von Wissen. Archäologen sprechen von einer rituellen Deponierung. Das bedeutet, dass die Gegenstände den Göttern, den Geistern oder der Erde selbst geopfert wurden, ohne die Absicht, sie jemals wieder zurückzuholen. Es war ein endgültiger Abschied. Die Szene, die sich vor etwa 3600 Jahren auf dem Mittelberg abgespielt haben muss, war von tiefer Feierlichkeit geprägt. Wahrscheinlich in der Dämmerung oder bei Nacht, unter dem wachsamen Blick eben jener Sterne, die auf der Scheibe verewigt sind, versammelte sich eine kleine, elitäre Gruppe. Der Fürst, der Priester, der Wissende, wer auch immer die Hüter dieses Geheimnisses waren. Sie legten die Scheibe nicht allein in die Erde. Bei ihr waren 2 kostbare Bronzeschwerter, 2 Beile, ein Meißel und die Fragmente von 2 Armspiralen. Dies waren keine zufälligen Beigaben. Die Schwerter, prachtvolle Waffen ihrer Zeit, repräsentierten weltliche Macht und den Status des Kriegeradels. Die Werkzeuge standen für handwerkliche Meisterschaft. Zusammen mit der Scheibe bildeten sie die Insignien einer ganzen Herrschaftsordnung, die auf der Kontrolle von Wissen, Macht und Ressourcen beruhte. Das Begräbnis dieses Ensembles war somit mehr als nur ein Opfer. Es war das symbolische Ende einer Ära. Vielleicht war der Priesterfürst gestorben, ohne einen Nachfolger zu haben, der die komplexen Geheimnisse der Scheibe deuten konnte. Vielleicht hatte sich ein neues religiöses System durchgesetzt, das die alten Götter- und Kalenderregeln obsolet machte. Oder es war ein verzweifeltes Opfer in einer Zeit der Krise, eine Dürre, eine Seuche, ein Krieg, um die Götter zu besänftigen, indem man ihnen das Wertvollste gab, das man besaß. Was auch immer der Grund war, die Handlung selbst war eine Botschaft. Dieses Kapitel ist abgeschlossen.
Das Wissen, das einst den Lauf der Zeit bestimmte, wird nun der Zeit selbst übergeben. Die Erde wurde zum Tresor für ein kosmologisches Weltbild, das verstummen sollte, bis unsere Zeit reif war, seine Sprache wieder zu erlernen. Für 3600 Jahre ruhte die Scheibe im stillen Dunkel der Erde. Ihre Wiederentdeckung im Sommer 1999 war jedoch alles andere als feierlich. Sie war der Beginn einer modernen Odyssee, einer kriminellen Irrfahrt durch die Schattenwelt des illegalen Kunsthandels. Es waren keine Archäologen, die den Schatz fanden, sondern zwei Raubgräber, Henry Westphal und Mario Renner. Mit einem Metalldetektor bewaffnet, stießen sie auf dem Mittelberg auf das starke Signal. Ohne Rücksicht auf den archäologischen Kontext rissen sie die Objekte aus dem Boden. Dabei schlugen sie mit ihrer Schaufel auf den Rand der Scheibe, was eine tiefe Kerbe hinterließ, und ein Stern wurde aus dem Goldblech herausgerissen. Für die Raubgräber war dies nicht das Erbe der Menschheit, sondern ein Ticket zum schnellen Reichtum. Die nun folgende Reise des Artefakts ist ein Krimi für sich. Die Finder verkauften den gesamten Hort für 31.000 D-Mark an einen Hehler. Von dort aus wanderte die Scheibe durch verschiedene Hände, wurde mehrfach weiterverkauft. Der Preis stieg bei jeder Transaktion. Sie wurde potenziellen Käufern in anonymen Hotelzimmern und auf Raststätten angeboten. Ein Archäologe aus München bekam Fotos zu sehen und erkannte sofort die potenzielle Sensation, hielt es aber zunächst für eine Fälschung. Zu unglaublich schien der Fund. Doch die Nachricht von der Existenz einer prähistorischen Sternenkarte machte in Fachkreisen die Runde. Der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Harald Meller, setzte alles daran, dieses Kulturgut für die Öffentlichkeit zu retten. Die Rettung kam in Form einer verdeckten Operation. Meller gab sich als potenzieller Käufer aus und arrangierte ein Treffen im Keller des Hilton Hotels in Basel, Schweiz. Am 23. Februar 2002, als die Hehler die Scheibe zur Übergabe präsentierten, griff die Schweizer Polizei zu. Die Odyssee war zu Ende. Die Scheibe, die einst rituell den Göttern übergeben wurde, war durch die Gier der Moderne entweiht und fast für immer verloren gegangen. Ihre Sicherstellung war nicht nur ein Triumph für die Archäologie, sondern auch ein Mahnmal dafür, wie verletzlich unser gemeinsames Erbe ist. Nach ihrer langen Reise durch die Dunkelheit, erst die der Erde, dann die des Schwarzmarktes, konnte die Scheibe endlich beginnen, ihre wahre Geschichte im Licht der Wissenschaft zu erzählen. Nach ihrer Rettung begann für die Himmelsscheibe eine neue Phase ihrer Existenz, die der wissenschaftlichen Untersuchung. Nun, da sie sicher in den Händen von Experten war, konnte das Artefakt endlich sein Schweigen brechen. Doch seine Sprache ist nicht die der Worte, sondern die der Symbole, der Materialien und der himmlischen Geometrie. Die erste Frage war ihre Echtheit. Konnte ein solch komplexes Objekt wirklich 3600 Jahre alt sein? Materialanalysen ließen keinen Zweifel. Das Kupfer stammte aus den Alpen, das Gold aus Cornwall in Britannien, ein Beweis für die weitreichenden Handelsnetzwerke der Bronzezeit. Die Patina, eine über Jahrtausende gewachsene Schicht, war zweifelsfrei authentisch. Doch was bedeuteten die goldenen Applikationen? Die Gruppe von 7 Sternen wurde schnell als die Plejaden identifiziert. Ein Sternhaufen, der in vielen alten Kulturen eine entscheidende Rolle im landwirtschaftlichen Kalender spielte. Ihr Erscheinen am Himmel markierte Aussaat und Ernte. Die große Scheibe und die Sichel wurden als Sonne und Mond oder Vollmond und zunehmender Mond interpretiert. Die wirklich geniale Entdeckung betraf jedoch die beiden goldenen Bögen am Rand. Sie umfassen einen Winkel von jeweils 82 Grad. Dies entspricht exakt dem Winkel zwischen den Punkten des Sonnenauf- und Untergangs
zur Sommer- und Wintersonnenwende auf dem Breitengrad von Nebra. Die Scheibe war also nicht nur eine Darstellung des Himmels, sondern ein Instrument. Hielt man sie am Mittelberg zum Horizont, konnte man den Lauf der Sonne über das Jahr verfolgen und die Sonnenwenden bestimmen. Sie war ein Kalender, ein Werkzeug zur Zeitmessung. Später wurde ein weiterer Bogen hinzugefügt, die sogenannte Sonnenbarke, ein mythologisches Motiv, das aus Ägypten und dem Mittelmeerraum bekannt ist. Dies zeigt, dass die Scheibe über Generationen hinweg in Gebrauch war, ihr Wissen wurde erweitert und mit neuen Ideen verschmolzen. Doch trotz all dieser Erkenntnisse bleibt eine tiefgründige Stille. Wir können die Funktion entschlüsseln, die Mechanik verstehen. Aber wir hören nicht die Mythen, die man sich über die Sonnenbarke erzählte. Wir kennen nicht die Namen, die jene Menschen den Sternen gaben. Wir spüren nicht die Ehrfurcht, die sie empfanden, als sie dieses Instrument nutzten, um ihre Welt zu ordnen. Zwischen den goldenen Sternen auf dem bronzenen Grund liegt das große Schweigen der Vergangenheit, das wir nur mit unserem Wissen, aber nicht mit unserem Herzen füllen können. Die Entdeckung und Entschlüsselung der Himmelsscheibe von Nebra war mehr als nur die Bergung eines weiteren, faszinierenden Artefakts. Sie war ein wissenschaftliches Erdbeben, das die Grundfesten unseres Verständnisses der europäischen Vorgeschichte erschütterte. Sie zwang uns, das Gedächtnis des Kontinents umzuschreiben. Lange Zeit galt die Annahme, dass die komplexen Zivilisationen der Bronzezeit ausschließlich im Nahen Osten und im östlichen Mittelmeerraum, in Ägypten, Mesopotamien, bei den Mykenern, zu finden waren. Das prähistorische Europa nördlich der Alpen wurde oft als eine periphere, weniger entwickelte Region betrachtet, als barbarisch im ursprünglichen Sinne des Wortes. Man ging davon aus, dass wichtige kulturelle und technologische Innovationen, insbesondere die Astronomie und die Schrift, aus dem fortschrittlichen Süden importiert wurden. Die Himmelsscheibe widerlegt dieses vereinfachte Bild auf spektakuläre Weise. Sie ist der unumstößliche Beweis für eine eigenständige, hochentwickelte intellektuelle Tradition im Herzen Europas, 1000 Jahre vor den ersten griechischen Philosophen. Die Menschen der Aunjetitzer Kultur waren keine passiven Empfänger von Wissen, sondern aktive Beobachter des Kosmos, fähig zu präzisen Messungen und deren komplexer, symbolischer Abstraktion. Sie verbanden Astronomie, Religion und Kunst zu einem geschlossenen Weltbild von einer Raffinesse, die man ihnen niemals zugetraut hätte. Die Scheibe ist somit nicht weniger als das Gründungsdokument der europäischen Wissenschaftsgeschichte. Sie zeigt, dass die Wurzeln der Astronomie und der systematischen Naturbeobachtung auf unserem Kontinent viel tiefer reichen als bisher angenommen. Sie verbindet uns direkt mit dem Geist unserer Vorfahren vor 3600 Jahren und offenbart eine gemeinsame menschliche Eigenschaft über die Jahrtausende hinweg: den Drang, den Himmel zu beobachten, Muster zu erkennen und unseren Platz im Universum zu verstehen. Sie ist ein stummer Zeuge dafür, dass die Neugier und der Intellekt keine Erfindung der Hochkulturen des Südens waren, sondern ein universelles Erbe der Menschheit. Das Gedächtnis Europas ist durch diesen Fund reicher, komplexer und weitaus älter geworden. Die Himmelsscheibe von Nebra ist nicht nur ein Schatz aus Bronze und Gold, sie ist ein Schatz des menschlichen Geistes, der uns lehrt, die Vergangenheit mit neuen, ehrfürchtigen Augen zu sehen.